Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Alle anderen sind besser als ich. Oh Mann, warum bin ich so unsicher? Hallo Anna, sprichst du mit dir selbst? Und warum bist du so negativ? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ja, ich spreche mit mir selbst. Ich habe morgen ein wichtiges Gespräch und ich habe große Angst. Ich habe einfach kein Selbstvertrauen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Viele Menschen haben dieses Problem. Und das ist unser Thema heute. Wie man sein Selbstbewusstsein stärkt. Wir werden darüber sprechen, woher Unsicherheit kommt und welche konkreten Strategien es gibt, um mutiger und sicherer zu werden. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau. Wir werden viel über Gefühle und Gedanken sprechen. Kann man Selbstbewusstsein wirklich lernen? Ich dachte, man hat es oder man hat es nicht. Nein, Anna. Selbstbewusstsein ist wie ein Muskel. Man kann es trainieren. Und heute beginnen wir mit dem Training. Der erste Schritt ist, deinen größten Feind kennenzulernen, den inneren Kritiker. Anna, hast du gehört, was du am Anfang gesagt hast? Du hast gesagt, ich bin nicht gut genug. Das ist die Stimme deines inneren Kritikers. Ja, diese Stimme kenne ich gut. Sie ist immer da. Sie sagt mir, dass ich Fehler machen werde. Sie sagt mir, dass die anderen Leute mich auslachen werden. Genau. Dieser Kritiker will dich beschützen. Er will nicht, dass du verletzt wirst. Aber er übertreibt. Er erzählt dir Lügen. Die erste Strategie ist, höre nicht auf ihn. Oder besser, diskutiere mit ihm. Diskutieren? Wie meinst du das? Wenn dein Kritiker sagt, du kannst das nicht, dann solltest du fragen, ist das wirklich wahr? Habe ich Beweise dafür? Anna, hast du in der Vergangenheit schon einmal etwas Schwieriges geschafft? Ja, ich habe mein Studium abgeschlossen. Das war schwer. Und letztes Jahr habe ich alleine eine Reise gemacht. Siehst du? Du hast Beweise, dass du stark bist. Also, wenn der Kritiker sagt, du bist schwach, dann lügt er. Du könntest ihm sagen, Ruhe bitte, ich habe schon viele Dinger geschafft. Das ist eine gute Technik. Wir müssen unsere negativen Gedanken überprüfen. Sind sie wahr oder sind sie nur Angst? Ein Gedanke. Ich spreche nicht perfekt Deutsch, also sage ich lieber nichts. Wie könntest du das positiv sehen? Ich könnte denken, ich spreche Deutsch, um zu kommunizieren. Fehler sind okay, weil ich lerne. Perfekt. Das ist eine Wachstumsdenkweise. Wir haben über die Gedanken gesprochen. Jetzt sprechen wir über den Körper. Wusstest du, dass deine Körperhaltung deine Gefühle beeinflusst? Wirklich? Ich dachte, es ist umgekehrt. Ich bin traurig, also lasse ich den Kopf hängen. Es funktioniert in beide Richtungen. Wenn du dich klein machst, fühlst du dich klein. Wenn du dich groß machst, fühlst du dich stark. Das nennt man Power Posing. Power Posing. Wie mache ich das? Lass es uns probieren. Steh auf. Stell deine Füße fest auf den Boden. Mach deinen Rücken gerade. Heb den Kopf. Und jetzt lächle. Okay, ich stehe gerade, ich lächle. Es fühlt sich komisch an, aber auch gut. Wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich immer noch ängstlich? Ein bisschen weniger. Ich fühle mich präsenter. Ich habe mehr Raum. Genau. Bevor du morgen in dein wichtiges Gespräch gehst, solltest du auf die Toilette gehen. Dort solltest du 2 Minuten lang eine Power-Pose machen. Du könntest die Arme hochreißen wie ein Gewinner. Auf der Toilette? Das sieht sicher lustig aus. Aber ich werde es probieren. Sag den Satz, ich kann das. Aber sag ihn leise und schau auf den Boden. Ich kann das? Glaubst du dir selbst? Nein, überhaupt nicht. Jetzt steh gerade, schau mich an und sag es laut. Ich kann das. Siehst du den Unterschied?
Körperhaltung ist wichtig, aber es gibt noch etwas, das Selbstvertrauen gibt. Kompetenz. Wenn du weißt, was du tust, hast du weniger Angst. Deshalb ist Vorbereitung der Schlüssel. Das stimmt. Wenn ich gut vorbereitet bin, bin ich ruhiger. Aber für morgen, ich weiß nicht, wie ich mich vorbereiten soll. Lass uns einen Plan machen. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Das Schlimmste? Ich könnte eine Frage nicht verstehen, ich könnte rot werden, ich könnte den Job nicht bekommen. Okay, und wenn das passiert, wäre das das Ende der Welt? Nein, es wäre unangenehm, aber ich würde überleben. Die Erde würde sich weiterdrehen. Genau. Das nennt man Realitätscheck. Und jetzt die Vorbereitung. Du könntest Antworten auf mögliche Fragen üben. Wir könnten jetzt ein Rollenspiel machen. Okay, ein Rollenspiel. Das hilft. Warum sollten wir sie einstellen? Weil ich, nett bin? Nein, sei selbstbewusst. Sag, weil ich Erfahrung habe und motiviert bin. Versuch es noch einmal. Sie sollten mich einstellen, weil ich die nötige Erfahrung habe und sehr motiviert bin zu lernen. Viel besser. Es gibt noch einen großen Feind des Selbstvertrauens. Der Vergleich. Anna, vergleichst du dich oft mit anderen? Ja, ständig. Ich schaue auf Instagram, alle sehen perfekt aus, alle haben tolle Jobs, reisen um die Welt und sind glücklich. Dann fühle ich mich klein und langweilig. Das ist das Gift der sozialen Medien. Du vergleichst dein Innenleben, deine Unsicherheit mit dem Außenleben, den Highlights der anderen. Das ist unfair. Stimmt. Ich sehe nicht, dass sie auch Probleme haben. Du solltest aufhören, dich mit anderen zu vergleichen. Vergleiche dich nur mit dir selbst. Bist du heute ein bisschen besser als gestern? Das ist der einzige Vergleich, der zählt. Okay. Gestern hatte ich Angst vor dem Gespräch. Heute habe ich geübt und fühle mich besser. Also habe ich einen Fortschritt gemacht. Genau, das ist ein Erfolg. Feiere deine kleinen Erfolge. Das ist eine wichtige Strategie, Erfolgstagebuch. Schreiben Sie jeden Abend 3 Dinge auf, die Sie gut gemacht haben. Auch kleine Dinge? Besonders kleine Dinge. Ich bin pünktlich aufgestanden. Ich habe gesund gegessen. Ich habe Deutsch gelernt. Dadurch fokussierst du dich auf deine Stärken, nicht auf deine Schwächen. Die letzte Strategie ist vielleicht die wichtigste. Akzeptier deine Fehler. Perfektionismus ist der Feind des Selbstvertrauens. Das höre ich gern. Ich mache viele Fehler, besonders wenn ich Deutsch spreche. Das ist gut. Fehler bedeuten, dass du etwas tust, dass du mutig bist. Wer keine Fehler macht, macht gar nichts. Du darfst Fehler machen. Ich darf Fehler machen. Fehler sind nicht schlimm. Ich lerne aus meinen Fehlern. Stell dir vor, du machst morgen im Gespräch einen Fehler. Was würdest du tun? Früher hätte ich Panik bekommen. Aber jetzt würde ich einfach lächeln, mich korrigieren und weitermachen. Das ist wahres Selbstbewusstsein. Nicht, ich bin perfekt, sondern ich bin okay, auch wenn ich nicht perfekt bin. So, Anna, wir haben viel gearbeitet. Wir haben den inneren Kritiker besiegt. Wir haben unsere Körperhaltung geändert. Wir haben geübt und wir haben den Perfektionismus losgelassen. Es ist Zeit für den großen Test. Ich bin bereit, Lukas. Ich stelle dir Fragen und du antwortest mit deiner neuen, selbstbewussten Einstellung. Anna, bist du nervös wegen morgen? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin gut vorbereitet. Ich schaffe das. Zweite.
Was machst du, wenn du Angst bekommst? Ich mache eine Powerpose, atme tief durch und erinnere mich an meine Erfolge. 3. Was ist, wenn du einen Fehler machst? Das ist kein Problem. Fehler sind menschlich. Ich lerne daraus. 4. Was denkst du über die anderen Kandidaten? Sind sie besser als du? Ich vergleiche mich nicht mit ihnen. Ich konzentriere mich auf meine Stärken. Ich bin gut genug. Wow, das ist eine ganz andere Anna als am Anfang der Episode. Du klingst stark. Ich fühle mich auch stärker. Danke, Lukas. Das Training hat geholfen. Ihre letzte Mission. Wir wollen, dass Sie sich selbst feiern. Schreiben Sie uns in den Kommentaren eine Sache, die Sie gut können oder einen Erfolg, auf den Sie stolz sind. Fangen Sie den Satz an mit Ich bin stolz darauf, dass oder Ich kann gut. Seien Sie nicht schüchtern. Schreiben Sie es auf. Es tut gut. Genau. Glauben Sie an sich selbst. Sie können mehr, als Sie denken. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss und viel Mut.